Hallo meine Lieben, ich bin's Conchita und ich bin zum zweiten Mal Gast am Roten Stuhl. Seither hat sich wahnsinnig viel getan, also guckt euch das Interview an und ich hoffe, ihr fühlt euch unterhalten. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf dem Roten Stuhl. Mit großer Freude darf ich berichten, dass uns eine Frau eingeladen hat zu sich nach Hause quasi, oder man kann ins Hauptquartier. Und das freut mich riesig. Danke für die Einladung, Conchita. Servus. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja, danke. Ich danke auch. Conchita, ich habe es kurz angedeutet. Das hier, was die Umgebung bildet, diesen wunderbaren Rahmen, ist zum einen der Bereich, wo quasi die Marke Conchita businesstechnisch verwaltet wird. Genau. Und zum anderen der Platz, wo Tom Neuwirth reinkommt und als Conchita das Gebäude wieder verlässt. So ist es. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Das hat sehr viele praktische Gründe, nicht zuletzt, weil man viel gleichzeitig machen kann. Wir haben in meinem Raum, der einen Schminktisch beinhaltet und alle Kleiderstangen mit den Klamotten, die gerade da sind, gibt es dort Fittings. Das bedeutet, da werden meine Klamotten ausgesucht für die passenden Events. Und das macht das Zusammenspiel ein bisschen leichter, weil René sitzt quasi hier und er kann dann da rüber und kann mich was fragen und etc. Und ich muss nicht bei meiner privaten Wohnungstür geschminkt rauslaufen. Und das ist mir auch immer etwas unangenehm, wenn ich das tun muss, wenn es aus terminlichen Gründen, aus zeitlichen Gründen nicht anders klappt. Aber so ist es immer total entspannt, weil dann komme ich hier rein und draußen wartet dann das Auto und steige an, bin weg. Weil es wahrscheinlich dann auch mit der privaten Wohnung, mit der Privatsphäre dann auch wahrscheinlich ein bisschen kollidiert, weil wenn man dort als Conchita rauskommt, verrät man wahrscheinlich ein bisschen zu viel, ne? Genau, also natürlich, ich denke, dass meine Nachbarn mittlerweile wissen, wer in dem Haus wohnt, aber ich versuche das trotzdem irgendwie so selten als möglich zu halten. Ja. Wir haben ja unser erstes Interview damals im Februar 2014 geführt. Und für mich war das eine extrem spannende Zeit damals. Für die Leute, die jetzt kurz mitgerechnet haben, die wissen, dass das quasi dann kurz vor dem Riesenerfolg beim Song Contest war. 3 Monate. Seither ist ja unfassbar viel passiert bei dir. Ja. Damals hast du mir erzählt, vielleicht gleich anschließend auf dieses Thema mit Privatsphäre, dass Tom damals im Privatleben eigentlich relativ unerkannt geblieben ist. Hat sich das jetzt auch verändert? Nein, nicht wesentlich. Okay. Nein, nicht wesentlich. Denn wenn ich ungeschminkt unterwegs bin, dann falle ich den wenigsten auf und denen ich auffalle, entgehe ich auch ganz schnell, weil ich das meistens sehr schnell merke. Ja, dann bin ich schon die U-Bahn-Tür raus. Also, weil es sind dann doch einige Fotos aufgetaucht in dem Song Contest Zeitraum, auch von Tom damals, da hat man quasi die Vergangenheit ja wieder ein bisschen ausgegraben und so. Ne? Ja, die waren mir eigentlich egal, weil die gab es ja auch immer schon und ich habe mich auch ein bisschen verwachsen, von daher. Ja. Sehe ich ja nicht mehr ganz so aus. Ja, verwachsen ist eher ein gutes Stichwort. In den 3 Jahren jetzt, seit unserem ersten Interview, ist ja auch mit Conchita viel passiert. Das erste war ja schon der Schritt eben von Conchita Wurst zu Conchita. Da hat man ja schon gemerkt, dass sich auch mit der Kunstfigur einiges verändert. Mittlerweile geht das ja noch weiter. In den Medien liest man jetzt gerade sehr viel davon, dass du quasi dich mehr oder weniger so in Richtung des Abschiedes der Kunstfigur begibst, was meiner Meinung nach, glaube ich, von den Medien ein bisschen überspitzt wird. Es ist eine gute Geschichte Ja. und deswegen wird die natürlich auch sehr gerne und oft besprochen. Meine Version ist, und die ist natürlich nicht so laut wie die andere Schlagzeile, dass ich immer gesagt habe, dass ich nie damit in Pension gehen werde und dass es da noch so viel gibt, was ich ausprobieren will. Und die meisten dieser Dinge möchte ich ausprobieren, ohne eine Perücke zu tragen. Und deswegen wird es irgendwann ein Ende geben, nur das Ende gebe ich vor und es gibt noch so viele Dinge zu tun, die definitiv unter dem Namen Conchita veröffentlicht werden, nicht zuletzt mein zweites Album. Ja. Und deswegen
verstehe ich das schon, dass das Interesse weckt und dass das eine gute Story ist für diversen Medien, aber es wird dann eben wie bekanntlich nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, aber es ist interessant, weil ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung auch noch ein paar Kommentare auch gelesen. Immer Vorsicht mit Kommentaren, keine Frage. Aber ich habe schon bemerkt, dass bei den Leuten, einer ist mir in Erinnerung geblieben, so schade, dass sich Conchita von ihrer Kunstfigur jetzt demnächst verabschiedet. Das ist dann schon interessant. Natürlich, dass diese Schlagzeilen dann auch quasi Wirkung hinterlassen. Ne? Ja, es ist interessant. Es schmeichelt mir ja auch. Also dass es Menschen gibt, die das schade finden und die vielleicht dann das Ende, das irgendwann mal kommt, jetzt schon bedauern. Es schmeichelt ja auch irgendwo, denn es zeigt ja auch von Interesse und von Interesse an der Figur und was ich bisher alles getan und gesagt habe. Aber bis dahin haben wir noch einen Weg vor uns und ja, und bis dahin verändere ich mich eben so, wie mir irgendwie gerade in diesem Rahmen, wie es mir in diesem Rahmen möglich ist. Ja, das heißt, da gibt es noch kein konkretes Datum oder irgendwas, wo du weißt. Ja. Nein. Ich stelle mir vor, ich meine, ich mich da kurz so ein bisschen in die Lage versetzt. Ich meine, es ist ja auch eine Art des Verkleidens irgendwo. Dass das ja, wenn man sich selber mal verkleidet hat, das ist ja auch ein Aufwand und dauert lange. Wahrscheinlich wird man da auch ein bisschen müde mit der Zeit. Ne? Also darüber traue ich mich fast gar nicht wirklich etwas zu sagen, denn ich habe Kolleginnen, die tatsächlich Drag Queens sind, die quasi 365 Tage im Jahr darauf achten müssen, dass ihre Beine rasiert sind, alles tipptopp ist und die jeden Tag in eine Frau schlüpfen. Und ich habe da schon wirklich die Light-Version gewählt. Ich rasiere mich nicht und ich mache mir Make-up ins Gesicht, aber jetzt keine Großartigkeiten und von daher ist es natürlich ein Aufwand, aber im Vergleich zu anderen wirklich nicht erwähnenswert. Ich glaube, was mich eher dazu bewegt hat, das zu sagen, was ich gesagt habe oder diese Veränderung auch ganz klar anzusprechen, ist, dass ich mich eben verändere. Und dass ich merke, dass ich von Dingen Abschied nehme, die ich früher gedacht habe zu brauchen, die mir jetzt aber keine Hilfe mehr sind. Ich glaube, ich habe begonnen, Conchita zu sein in einer totalen Überzeichnung und in einer extrem femininen Version. Und das sind alles Dinge, die ich jetzt nicht mehr brauche, um mich wohlzufühlen. Früher habe ich mich in dieser extrem femininen Rolle einfach sehr sicher gefühlt. Ja. Und selbstbewusst und so groß, wie es eben auf einer Bühne sein sollte. Und mittlerweile merke ich, das geht jetzt auch ohne. Also ich kann auch legerer sein und bin deswegen immer noch glamourös. Ich kann auch legerer sein und bin deswegen immer noch ernst zu nehmen. Ja. Also ich glaube, das sind so Dinge, die sich einfach verändert haben und denen passe ich mich einfach an. Ja, die Frage ist ja auch, die mir gerade so in den Kopf kommt, auch inwieweit das Gesamtprodukt dann auch von dem auch ein bisschen abhängig ist, unter Anführungszeichen. Absolut. Zu 100%. Dass man das eigentlich gar nicht komplett aufgeben darf, wenn man als Bühnenfigur weitermachen möchte. So, ne? Es ist schwierig, denn die Menschen haben Erwartungshaltungen Ja. und viele potenzielle Partner haben Erwartungshaltungen, denn wenn sie sich die Frau mit Bart einkaufen, erwarten die meisten immer noch das große Abendkleid und Glamour und das ist ja das, was sie dann auch am Ende des Tages weiterverkaufen. Ich sage immer sehr gerne, ich bin offensichtlich kein Marketing-Genie, denn sonst hätte ich wahrscheinlich die ultrafeminine Conchita die nächsten Jahre durchgezogen. Aber so bin ich nicht, weil ich kann mein künstlerisches Sein leider nicht auf irgendwelche Erwartungshaltungen beschränken. Und deswegen ist es natürlich, wie soll ich sagen, eine spannende Situation, das so zu tun, wie ich das mache und das so zu sagen, wie ich das sage. Aber ich kann nicht anders. Muss man wahrscheinlich mit ein bisschen Feingefühl auch, gerade in den Interviews auch. Sollte man wahrscheinlich, ja, aber das kann ich Leben auch gehen, nicht, weil ich habe mein Herz auf der Zunge. Ja, Und das ist eine wunderbare Eigenschaft. Also das ist ja immer dann 100% ehrlich und authentisch auch. Ne? Ja, das ist für mich der einzige Weg, wo ich mich wohlfühle.
Denn wenn ich mich irgendwo zurückhalte, wenn ich Dinge nicht sage, wenn ich Dinge mache, weil sie eben von mir erwartet werden, etc., werde ich sehr schnell unentspannt und kann die Dinge nicht so abliefern, wie ich sie gerne abliefern würde. Und deswegen ist es natürlich wahrscheinlich eine lobenswerte Eigenschaft, ehrlich zu sein, aber auf der anderen Seite macht man sich nicht nur Freunde damit. Ja, und businesstechnisch vielleicht auch nicht immer. Absolut. Aber ja, ich glaube, so, das ist man oder ist man nicht, da Genau. wird man sich wahrscheinlich nicht großartig verändern können. Nein, Oder wollen auch. Fürchte ich auch nicht, nein. Ja. Es ist ja interessant, dass ja auch, also ist ja zum einen die irgendwie psychologische Verwandlung auch bei dir, es ist ja viel passiert nach dem großen Erfolg. Diese Änderungen sind ja wahrscheinlich auch Teil des Menschen, der sich mit verändert hat mit dem Ganzen. So hat sich auch die Musik jetzt ein wenig verändert. Gerade aktuell jetzt eher mit reduzierter Band unterwegs, das neue Album dann. Also Genau, auch da also hat sich viel verändert. es hat sich viel verändert, vor allem schon allein eine Band zu haben, ist schon wirklich ein Riesenschritt in die richtige Richtung, denn vorher war Musik definitiv nicht im Fokus. Ich habe zwar bei einem Gesangswettbewerb gewonnen mit einem großartigen Lied und mit einer okay Performance, wie ich finde, aber es war dann doch eher die Figur und das Aussehen und was ich zu sagen habe. Und das war auch okay, also das hat mir auch Spaß gemacht. Aber dann, als ich diese Liveband hatte, habe ich einfach auch den Unterschied gemerkt. Von der schnelllebigen Welt, wo man zu einer, wie soll ich sagen, quasi Karaoke-Version in einem Fernsehstudio schnell mal Rise Like a Phoenix singt und dann sich hinsetzt und eine halbe Stunde über sein Leben spricht, bis eben hin zu Proben mit einer Band, wo man plötzlich merkt, oh, Moment, ich kann improvisieren und ich habe Platz und ich kann mit euch und muss nicht gegen ein Playback ansingen und bin in dieser Konserve gefangen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und da freue ich mich auch, dass es einige Sommertermine jetzt gibt in Österreich, die ich spielen werde. Aber ich spiele auch mit Orchester in Deutschland. Ja, mischt sich schön. Ne? Und das ist halt, wie soll ich sagen, das sind halt schon immer auch noch Dinge, die mich sehr berühren. Und da komme ich irgendwo her von diesem Orchestralen. Und ich denke, das waren so meine Anfänge und meine musikalische Bandbreite und auch mein Geschmack hat sich zum Glück ein bisschen ausgedehnt. Und deswegen kann ich jetzt genauso viel Spaß haben mit einer 4-Mann-Band und aber immer noch Spaß haben mit einem 60-köpfigen Orchester. Ich glaube, man fühlt sich auch dann viel mehr als wirklicher Musiker einfach dann, ne, mit Leuten im Hintergrund, weil wenn eine Band so zusammenspielt, die Energie, die da entsteht, wenn man zu 4, zu 5 oder so was Gemeinsames erzeugt, ist ja ganz eine andere, als wenn man zum Playback dazu singt. Ne? Total, und du hast auch keine Wahl. Du musst dich dem fügen, du musst dich den Instrumenten hingeben, du musst dich, wie soll ich sagen, mit einem Playback, das läuft sich so tot, das klingt immer gleich. Und mit einer Band klingt das natürlich zum ersten Hinhören auch gleich, aber dann eben nicht, weil dann spielt eben mein Gitarrist vielleicht mal ein anderes Solo bei dieser Stelle oder der Schlagzeuger macht ein anderes Fill bei dieser Stelle. Und das sind eben so Kleinigkeiten, die das an einem Leben halten und das ist wirklich sehr schön. Ja. Es war ja generell die Frage für mich auch so bei den Leuten, jetzt in den letzten 3 Jahren, was so überwogen hat, eher die Sichtweise dich als Musiker zu sehen, Musikerin, oder mehr als Botschafterin? Ich glaube, es ist nach wie vor noch mehr die Figur, denn das zweite Album ist ja noch ausständig und daran arbeite ich ja auch und schreibe und das ist ja auch zum ersten Mal, dass ich wirklich in diesen Prozess involviert bin. Früher, also für das erste Album wurden mir Songs geschrieben und ich habe sie ausgesucht. Natürlich musste mich schon auch irgendwo ein Stück weit verlieben in dieses Lied, aber jetzt ist das halt was anderes. Jetzt sitze ich mit Autoren beisammen und erkläre denen bis ins Detail, was ich damit sagen will und wo ich gesessen habe, als ich das gedacht habe und ob da Blumen waren und überhäuft sie mit Informationen, die sie dazu bringen, dann schöne Texte zu schreiben. Ich dachte, also zu Beginn habe ich auch damit angefangen, Texte zu schreiben. Ich bin nicht wahnsinnig talentiert. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen eingegroovt. Wo ist denn mein Platz in diesem Songwriting-Prozess? Und ich kann einfach, ich behaupte mal, dass ich relativ gut reden kann und dass ich gut Geschichten erzählen kann und das ist das, was ich
was ich mit diesen Autoren mache. Ich erzähle ihnen meine Geschichte und dann fragen sie mich so, okay, ist es das, ist es das, ist es diese Melodie? Und ich sage ja, nein und wir probieren aus und so wird das zweite Album Okay, entstehen. das heißt, die bringen es dann auch in eine musikalische Form, dann sozusagen deine Geschichte, die Genau. du... Genau. Wie viel ist denn eigentlich übrig von dem ganzen Song Contest Gewinn so? Also was ich mich frage ist, was glaubst du, ist die politische Botschaft damals ausschlaggebender gewesen für den Sieg oder war es eine musikalische Botschaft oder wie verteilt sich das deiner Meinung nach? Jetzt mit emotionalem Abstand, 3 Jahre später? Es war definitiv ein Gesamtpaket. Also ich gucke mir das an, heute oder in der Jetztzeit, und verstehe, warum das gewinnen konnte. Es war die politische Lage, es war das, was ich gesagt habe, es war mein Aussehen, es war das Kleid, es war die Bühne, es war das Lied, es war meine Art, wie ich performt habe und wie ich mich auch in diesen 2 Wochen Kopenhagen gegeben habe. Das war jetzt emotional ein Schritt zurück, zu verstehen, warum das gewinnen kann. Und deswegen könnte ich mich nicht wirklich auf eine Seite reduzieren. Es hatte alles seine Strahlkraft. Und natürlich habe ich mit den letzten Worten, die ich gesagt habe, bevor ich von der Bühne ging, eine ganz klare Richtung vorgegeben. Und die war sozialpolitisch. Ja. Und wahrscheinlich ist dann auch das gewesen, was übrig blieb. Okay, und hat auch vielleicht sozusagen noch den letzten Ausschlag dann zum Sieg gegeben, meinst du? Oder? Nein, da hatte ich ja schon gewonnen. Das Meine ich, was wo ich du den ganz Song nochmal performt genau, hast. Dann, genau. ja, Als ich die Trophäe in der Hand hielt, ich glaube, diese letzte Botschaft war für die Menschen, aha, okay, das ist ein sozialpolitisches Statement. Es geht um mehr als um Musik. Genau. Wie ernst kann man denn das selber nehmen, über diesen Hype, der dann entsteht? Ich werde nie vergessen die Bilder, wo du dann von Kopenhagen zurückgekommen bist am Flughafen, wo man geglaubt hat, die Wände verbiegen sich, weil da unfassbar viele Leute waren. Also, und ich habe so das Gefühl, bei sowas, was man auch nicht unterschätzen darf, ist dieses Wir-Gefühl, das da auch entsteht. Wir haben gewonnen. Inwieweit muss man denn da vorsichtig sein, dass man das zu persönlich nimmt? Oder das konnte ich immer sehr gut. Also ich habe bis heute eigentlich einen Abstand zu dem, was da passiert ist. Das zeigt mir auch zuletzt dass ich mich emotional nicht daran erinnern kann. Also ich glaube, ich habe da in der Situation wenig gefühlt. Also auch also der Sieg an sich war natürlich emotional, weil ich nicht daran geglaubt hätte, dass sowas passieren kann. Aber ab dann war es eigentlich sehr flach emotional. Und ich weiß nicht, ob das nicht am Ende des Tages auch etwas Gutes ist, weil ich habe den Song Contest gewonnen, aber ich habe kein Heilmittel für Krebs entdeckt. Ja, das stimmt. Die Zufriedenheit kann nicht nur durch das kommen. Genau, das definiert mich nicht. Und das tut es bis heute nicht. Es ist wahnsinnig schön, für immer ein Teil dieser Familie sein zu dürfen und dadurch auch zu wissen, dass man immer wieder eine Bühne hat, in welcher Form auch immer. Es ist natürlich für einen Künstler ein riesengroßes Geschenk, zu wissen, dass man nicht vergessen wird, als einer der Sieger dieses Song Contests. Aber es definiert mich nicht, denn da gibt es schon noch wesentlich andere Dinge, die mich vielleicht sogar ein bisschen mehr berühren als ein Song Contest-Sieg. Zum Beispiel damals ein ausverkauftes Opernhaus in Sydney. Ich meine, da denke ich mir, wird vielleicht schon dann Emotion ins Spiel sein, weil da ging es dann wirklich um die Musik. Ja. Da wurdest du als Musikerin hingebucht. Ne? Das war natürlich schon ein Riesenprivileg und ein Geschenk und ein Ritterschlag und was nicht noch alles an großen Begriffen. Aber es ist nun mal das Sydney Opera House und so schnell wird man dann nicht eingeladen. Ja. Und das ist schon... Bis heute, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin nicht stolz darauf. Es macht mich nicht stolz, dass ich dort singen durfte. Es macht mich unglaublich demütig. Ja. Aber schon emotional auf eine Art, weil du vorher gesagt hast, die Song Contest-Geschichte war jetzt nicht so emotional. Ich glaube, um darauf zurückzukommen, ich glaube, das war einfach auch so eine Ohnmacht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war das ein Schutzmechanismus meines Körpers, dass ich nicht kollabiere. Aber je weiter
je weiter ich wegkomme von all diesen tollen Ereignissen, desto mehr realisiere ich sie eigentlich. Also in Sydney war das natürlich überwältigend und groß, aber auf der anderen Seite auch so wahnsinnig schnell. Ich hatte 3 Probentage und dann war das Konzert und dann war das Konzert und dann war es auch schon wieder vorbei. Und das ist, ich konnte nicht wirklich drinnen baden. Also es war... Fast ein bisschen surreal, ne? Genau, Ja. genau. Und deswegen habe ich schon natürlich schöne Erinnerungen daran, aber dieses Sydney-Konzert ist im Nachhinein, wenn ich mir jetzt Clips anschaue oder mich wieder damit beschäftige, definitiv emotional aufgeladener als damals. Ja. Bist ja auch dann durch die ganze Welt geflogen oder sagen wir die große Teile der Welt über die letzten 3 Jahre, hast Leute getroffen. Viele Leute haben auch Fotos mit dir gewollt, weil das damals natürlich, ist jetzt so meine Interpretation, auch viele, glaube ich, wollten da auch mit, wenn man es jetzt so sagen möchte, profitieren von dieser Riesenwelle, die da plötzlich, wie viel von der Toleranzwelle, die damals so auch die Botschaft war, wie viel ist denn da heute noch übrig? Weil ich habe so das Gefühl, dass das jetzt nicht mehr so angesagt ist. Nein, ist es auch nicht. Also die Menschenrechte stehen gerade nicht auf der coolen Seite des Lebens. Aber es hat sich was getan und es blieb auch was übrig. Allein die Tatsache, dass ich immer noch irgendwie stattfinden darf, zeigt mir ja wiederum auch, dass es Interesse gibt an dem, was ich sage und tue. Von daher will ich mir nicht zu pessimistisch sein. Aber natürlich ist von diesem Hype, der ist natürlich ordentlich abgeflaut. Und das war auch zu erwarten. Also alles andere wäre ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, surreal gewesen, beziehungsweise sehr naiv. Vor allem, weil es ja fast in einem unnatürlichen Maße ein Hype war. Ne? Du bist ja quasi über Nacht zu einem weltweit bekannten Namen geworden. Ich meine, wenn man sich das wahrscheinlich einmal in einer ruhigen Minute 3 Jahre später auf der Zunge zergehen lässt, ist das ja genauso surreal. Ne? Ja, aber es fühlt sich nicht so an. Also ich fühle mich immer noch ein bisschen zu Gast bei großen Events oder wenn ich dann eben Menschen wie Jean-Paul Gaultier kennenlerne und das mit einer Regelmäßigkeit sich immer wieder wiederholt. Ja. Und ich dann, und ich muss das einfach, ich musste jetzt Name-Dropping machen, weil ich fühle mich einfach auch als Gast und deswegen bin ich wahnsinnig aufgeregt, wenn ich mit Nina Hagen, Nana Mouskouri, Catherine Deneuve, Jean-Paul Gaultier, Ellen von Umwelt an einem Tisch sitze und ein Steak esse. Und, und man sich fragt, unglaublich. Was passiert da gerade eigentlich? Ja, und das hört aber nicht auf. Also ich fühle mich immer noch, ich fühle mich nicht als Weltstar oder ich fühle mich nicht als, wie soll ich sagen, wahnsinnig großen Erfolg. Wenn du sagst, dass ich noch quasi weiter existieren darf, wie siehst du das genau, dürfen? Weil ich meine, letztlich ist es ja die eigene Entscheidung. Ob Naja, man sich natürlich, du hast vollkommen recht. In der Öffentlichkeit zu existieren, das meine ich. Dass ich in der Öffentlichkeit als Conchita noch eine Relevanz darstelle. Und das ist in unserer schnelllebigen Zeit wirklich nicht selbstverständlich. kann auch schnell wieder vorbei sein. Absolut, man kann sehr schnell von mir gelangweilt sein. Und deswegen bin ich dafür sehr dankbar. Das heißt, wahrscheinlich eine Marke aufrechtzuerhalten ist auch ein großer Teil des Businessbereiches, den ihr jetzt gerade... Wahrscheinlich ist es das. Es ist vielleicht jetzt kein Teil, den ich bewusst bearbeite, denn anscheinend ist es interessant genug, wenn ich plötzlich keine Abendkleider mehr trage und dazu wird dann schon eine abendfüllende Sendung gebucht quasi. Von daher habe ich da wohl Glück, dass ich mit wenig Aufwand eben irgendwie noch interessant bleibe. Ja. Aber das ist Glück, aber das ist halt auch nicht mein Anspruch. Ja, klar. Ich sehe, wenn ich gerade zurückdenke an die Zeit von unserem Interview damals, ich werde nie vergessen, ich bin damals, habe gespielt an dem Abend, bin ins Hotel zurückgekommen und habe meine Mails gecheckt, Song Contest Nacht, und habe hunderte YouTube-Mails gehabt und habe mir gedacht, was ist denn hier los? Und dann habe ich den Teletext gelesen und habe gesehen, du hast gewonnen. Und in dieser Nacht hat das Interview 50.000 Klicks, am nächsten Tag 60.000 und so weiter. Und da ist mir auch so bewusst geworden, wie sehr man da auch unbeabsichtigt davon mitprofitiert und das von dieser
dieser Welle, die da plötzlich losgetreten wurde. Zugriffe aus überall, allen Bereichen der Welt. Und ein bisschen so erinnert mich das auch an die Leute, die damals dann mit dir Fotos haben wollten und so. Da haben ja irrsinnig viele mitprofitiert von dem Ganzen, automatisch natürlich. Ne? Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen das mit der Toleranzwelle, was ich vorher gemeint habe, was jetzt ein bisschen weniger geworden ist. Ne? Ja, das ist es definitiv. Aber also mich haben die Menschen nie gestört, die mit profitieren wollten in irgendeiner Art und Weise, denn am Ende des Tages hat das mein Glück nicht geschmälert oder meine Möglichkeiten nicht geschmälert. Ja. Und deswegen war ich da immer sehr Ist ja auch ein schönes entspannt. Kompliment, wenn Absolut. Leute mit dir quasi Fotos haben wollen und so weiter. Ne? Ja. Du hast es vorher kurz angesprochen, jetzt gibt es dieses Jahr einige Live-Termine, eben mit Orchester und dann neuer Band. Genau. 2018 das neue Album. Ja. Und ihr kommt viel nach Deutschland auch, gell? Genau, also wir haben quasi ein bisschen mit der letzten Produktion von RTL, It Takes Two, so ein bisschen Deutschland für uns, wie soll ich sagen, entdeckt wäre jetzt blöd gesagt. Aber wir haben vermehrt in Deutschland gearbeitet. Und das ist dann eben schön, wenn das auch Früchte trägt und wenn man dann so tolle Projekte machen darf und 3 Nächte mit Orchester musizieren kann. Und das ist natürlich toll, wenn mit so einer Konzentration auf ein Land dann eben auch Dinge aufgehen können. Ja, super. Und 2018 das neue Album. Genau, das wäre der Plan. Im Frühling 2018 soll das zweite Album erscheinen. Wir werden diesen Sommer ins Studio gehen, diesmal wirklich. Ja, es ist so ein langer Prozess. Es ist halt wirklich auch ein Unterschied, wenn man da daneben sitzt und diese Musik mit erschafft. Ich glaube, es ist definitiv leicht, ein Album zusammenzustellen aus, weiß ich nicht, über 3000 Songs. Und man sucht sich die 12 besten aus, singt die ein und das war's. Und deswegen dauert das dieses Mal ein bisschen länger. Ich hoffe, es wird charten dann gleich. Das werden wir sehen. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Ich muss auch sagen, ich muss mir da auch ein bisschen den Druck nehmen, denn mit dem Willen eines erfolgreichen Albums ein Album zu schreiben, dann wird das, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es nicht funktioniert. Ja, es kann manchmal ins Gegenteil dann sich auswirken. Wenn man was etwas so nach Rezept zu kochen, nur weil es die Nachbarin genauso kocht, ist nicht immer vom Erfolg gekrönt. Und deswegen mache ich lieber mein eigenes Ding und hoffe natürlich oder freue mich, wenn es gut verkauft und gut platziert wird. Und wenn es nicht der Fall ist, dann muss ich auch damit leben. Ja, gewisser Druck ist natürlich wahrscheinlich schon vorhanden. Ne? Natürlich. Gerade wenn man jetzt eben die Sache mit als Musikerin dann letztlich gesehen zu werden, eigentlich ja auch erreichen möchte. Ne? Nein, das ist definitiv nicht zuletzt auch Druck, den ich mir mache, weil ich es einfach auch gut machen will. Und auf der anderen Seite will ich mir aber nicht zu viel Zeit lassen. Aber es dauert eben auch. Sind alles so, ja, viele Dinge, die in meinem Kopf vorgehen und die mir viele schlaflose Nächte bereiten. Also es gibt schon gewisse Ängste auch, die man da in dem Prozess mit durchstehen muss. Ich muss sagen, ich bin relativ zuversichtlich, was meine berufliche Karriere anbelangt, weil ich weiß, dass ich in der Lage bin, professionell abzuliefern und gut abzuliefern. Wenn Songs dann nicht ankommen bei den Menschen, dann das kann man leider auch nicht garantieren, wie wir eben schon vorher besprochen haben, ob die Musik dann jedem gefällt. Ich mache mir momentan viel Arbeit. Also mein eigenes Sein und mein eigenes Ich und wo will ich hin, was bin ich, warum fühle ich das, warum stelle ich das in Frage? Ist es das, was ich will, ist es das, was ich wirklich kann? Das sind alles so Dinge, die mich wahnsinnig beschäftigen. Und mehr als damals? Definitiv, definitiv. Ausgelöst durch was? Ist das einfach Entwicklung des Lebens? Ich denke, also das ist, keine Ahnung, viele meiner Freunde sagen, ja, du wirst 30, deswegen hast du gerade so Klassiker sozusagen, genau, die hast Gedanken.
was mache ich hier, wer bin ich? Das mag vielleicht auch sein. Also vielleicht, wahrscheinlich ist es das auch, aber das ist momentan eben das, was mich Gut, beschäftigt. ich denke mir, viel gewichtiger ist ja da der Erfahrungsschatz, den du auch jetzt in den 3 Jahren gesammelt hast. Ein Erfahrungsschatz, den manche in 3 Leben nicht sammeln würden, Ja, wahrscheinlich. Ne? das ist wahr und ich vergesse manchmal, in dieser Zeit habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht, was alles passiert. Ich habe einfach nur getan. Und wenn man dann mal einen Moment hat, wo man sich zurücklehnen kann und mal kurz darüber nachdenkt, was eigentlich passiert ist, und das war in diesem ganzen Songwriting-Prozess einfach der Fall. Du nimmst dir genug Zeit und du hast Zeit, kreativ zu sein und fängst eben an, darüber nachzudenken. Was beschäftigt mich? Was ist eigentlich in meinem Leben passiert? Welche Geschichten möchte ich erzählen? Und ich glaube, das hat irgendwie so diesen Stein ins Rollen gebracht. Okay. Einfach wirklich auch mal in sich reinhören und ehrlich sein zu sich selbst und dann kommt man drauf, oh, Moment, habe ich da was verpasst? Das habe ich aber nicht durchgedacht. Und das sind also Dinge, die, ja, die dann eben mich zum Grübeln veranlassen. Muss man wahrscheinlich vorsichtig sein, dass man nicht zu viel dann auch kopflastig wird. Ne? Absolut. Da sind wir wieder bei dem neuen Album dann, weil auch da darf man nicht zu kopflastig werden mit Erfolgsgedanken. Weil du hast ja Genau. den großen Erfolg schon gehabt. Ich habe keine Angst, dass es kopflastig wird und ich habe auch keine Angst davor. Ich bin auch nicht kopflastig, ich bin wahnsinnig emotional und darüber denke ich nach. Und diese Emotionen, die ich habe, diese Gefühle, wie es mir geht und was ich, ja, wie ich worauf reagiere, darüber denke ich nach. Ich denke wenig darüber nach, was mache ich, damit es funktioniert, sondern ich beschäftige mich damit, was die letzten 3 Jahre in mir ausgelöst haben. Und versuche das kreativ zu Papier zu bringen. Im Februar 2014 hast du mir auch erzählt, dass es keinen Plan B gegeben hat damals. Wenn man jetzt damals, was sowieso ein interessanter Zugang wäre, sich einmal überlegt hätte, es wäre keine gute Platzierung, kein Sieg geworden. Ich habe darüber heute schon gesprochen und ich glaube, dass die Chancen wären groß gewesen, dass es einfach nicht funktioniert hätte und dann hätte ich es gelassen. Ich glaube, da hätte es nur 2 Extreme gegeben, oder? Ja. Bei, der, Ja, ich glaub, bei es dem Projekt Conchita Wurst Song entweder es Contest. funktioniert oder eben nicht. Aber wie bei allen anderen in Wahrheit. Denn die Boyband damals nach Starmania hat auch nicht funktioniert und wir haben es gelassen. Und ich habe keine Angst davor, dass etwas nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert. Ich weiß schon, wie ich mich glücklich mache. Aber es gibt auch heute keinen Plan B. Also es hat sich nicht verändert. Nein. Die Vision nach wie vor so stark oder vielleicht auch, wie soll man sagen, das Selbstvertrauen in sich selber, der Glaube an sich selbst. Ich habe in einer gewissen Art und Weise ein tiefes Urvertrauen in mich selbst. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr an Selbstbewusstsein verliere ich. Interessant, ja. Und ich weiß aber nicht, wie sich das zusammen ausgeht. Vielleicht ist es einfach nur der Hang, dramatisch zu sein. Nein, ich kenne das von mir. Ich glaube, das hast du vorher kurz auch angesprochen, wo deine Freunde gesagt haben, na, du wirst jetzt 30, da denkt man scheinbar mehr nach. Ich glaube, dass man mit fortlaufendem Alter die Sachen immer mehr und mehr zerlegt und dadurch nicht sicherer wird mit sich selber, sondern eher unsicherer, weil einfach die Fragen auch viel mehr werden. Ja, früher haben wir einfach gemacht. Da Ja. ging es um nicht viel. Hatte man ja auch noch nicht so viel Erfahrung. Man wusste ja auch nicht, was alles schiefgehen kann. Und wenn man dann mal merkt, was schiefgehen kann, dann ist man so, oh, das mache ich lieber nicht mehr. Manchmal ist die Blauäugigkeit oder die Naivität im Showbusiness vielleicht gar nicht einmal so verkehrt. Ne? Absolut, weil ich glaube, dass dich Furchtlosigkeit zu Höchstleistungen bringen kann. Und ich habe zeitweise ein bisschen zu viel Angst vor allen Eventualitäten, die sein können. Bis hin zu kleinsten, ich könnte den Text vergessen. Hat sich das eigentlich auf die Reaktionen, die damals, ich habe das ja selber auch bei meinem Interview kennengelernt, dieser Hass dann, es waren ja diese beiden Extreme, die einen extrem verliebt sozusagen in Conchita, aber dann das krasse Gegenteil. Also ich habe da Kommentare gelesen,
man mag ja gar nicht für möglich halten, dass es aus Menschen sowas rauskommen kann. Hat sich da auch weil damals warst du sehr selbstsicher und relativ cool dem Ganzen gegenüber. Hat sich da auch was verändert? Ich glaube gar nicht, dass ich so wahnsinnig selbstsicher und cool bin, nur ich habe es damals nicht gelesen und lese es heute nicht. Okay. Aber es würde dich schon treffen, Ich wenn weiß du es liest? nicht, ich weiß es nicht. Mittlerweile sind es so wenig negative Kommentare geworden, dass wenn ich dann mal reinschaue, ich eigentlich nur Herzen sehe und Smileys und Das, was man sehen möchte quasi. ja, Ja. ich weiß nicht, ich beschäftige mich da Okay. irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, das geht auch Hand in Hand mit der Präsenz, die man hat, wenn die ein bisschen weniger wieder wird, weil damals kann man ja sagen, das war ja eine Omnipräsenz damals. Wahrscheinlich wären dann die Hater dann auch weniger, wenn man jetzt nicht mehr so überall oft erscheint oder so. Denke ich mir halt, dass das dann... Ja, beziehungsweise wahrscheinlich einfach auf meinen Kanälen nicht wirklich. Also ich denke, wenn ein Beitrag von mir, keine Ahnung, im Kurier veröffentlicht wird und dann die Kurierkommentare lese ich mir nicht durch. Weil das sind ja Menschen, die mit mir per se nichts zu tun haben und die einfach zufällig diese Headline lesen und sich denken, da kommentiere ich jetzt was dazu. Ja, also es geht mehr um die, wo du Sachen raushaust über deine Plattformen quasi. Und deswegen, da bin ich in meiner Bubble. Und meistens ja nur von liebenden Menschen umgeben, weil der sich als Fan outet, wahrscheinlich wird dann genau, also meistens sobald auch man einer sein. auf Gefällt mir klickt, glaube ich, macht man das. Also würde ich ja, komisch finden, wenn man jemanden liked, den man eigentlich gar nicht vorstellen kann. Wäre ein bisschen widersprüchlich. Ja. Ne? Wie ernst kann man denn Drohungen, die im Netz sind, überhaupt nehmen? Oder wie ernst nimmst du sie? Ich nehme es überhaupt nicht ernst. Gar nicht. Also so. Selbst wenn diese Menschen ihre Drohungen wahrmachen, was soll ich denn tun? Ich werde nicht mit Angst vor die Tür gehen oder ich werde mich nicht von irgendjemandem kasteien lassen. Oder mit Bodyguards und irgendwelche Sachen darauf reagieren. Also ich weiß nicht, da müsste schon wirklich eine sehr, sehr auffällige Drohung kommen. Also ich denke, wenn es eine Drohung geben würde, die mich dazu veranlassen würde, extra Security einzustellen, dann müsste diese Drohung so wie sagt man da? Die müsste so auffällig sein, dass man darin nicht vorbeigehen kann. Also das müsste, keine Ahnung, weiß ich nicht, ein ZIP-12-Bericht sein. Ich weiß es nicht, weil alles andere sind Einzeiler und von denen habe ich, stelle ich in die Schlange von den Menschen, die mir irgendwas antun wollen. Okay. Von daher, nein. Okay. Also das ist nicht mal in meinem Wahrnehmungsfeld. Ja. Aber ich habe mich oft in die Lage versetzt, wenn ich jetzt in der Position wäre und gut, du liest es ja nicht, aber es gab genug zu lesen, ne? Wie es mir dabei gehen würde. Also, ich meine, da ist jeder unterschiedlich natürlich, aber ich glaube, ich würde mich da teilweise dann vor Angst in die Hose machen. Also ich denke, es gibt sowieso in Zeiten wie diesen Security überall und aber in dem Sinn hast du das ja noch nie gebraucht, im Sinne von selber... Nein, nein. Also ich habe alle Drohungen, von denen ich wusste, die habe ich ignoriert. Gab es eigentlich da jetzt auch so Situationen in den 3 Jahren nach dem Sieg irgendwie, wo es unangenehm wurde als Conchita auf der Straße oder im öffentlichen Termin? Nein, nix. Keine einzige. Nein, denn das ist ja auch sehr subjektiv, denn wo ich eingeladen werde, gehe ich davon aus, dass ich willkommen bin. Ja. Und deswegen kann ich das nicht wirklich anders beantworten. Nein, es gab schon immer wieder vielleicht Menschen, die vorbeigehen bei irgendwelchen Events und sich dann wichtig machen, indem sie sich nur vorbeischleichend halblaut trauen zu sagen, was ist das denn? Ja. Jetzt hast du gerade bei den Wiener Festwochen moderiert, also Kombination aus Live-Performance, Musik und Moderation, auch eine eigene Erfahrung wahrscheinlich als Moderatorin, ne? Ja, das war schon spannend. Vor allem ist es eine ganz andere Art
der Herausforderung, denn als Moderator muss man Inhalte transportieren und wenn die nicht kommen, dann fehlt ein wesentlicher Teil für Dinge, die immer auf der Bühne passieren. Und ähm, ich glaube, es ging aber ganz gut. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt darf ich ja schon wieder beim Liveball. Ja, ja. Und da kommt aber noch eine dritte Komponente dazu, neben dem Singen und dem Moderieren, nämlich das Tanzen. Und ich halte mich für einen Bewegungslegastheniker. Und das zeigen auch die Proben, dass ich nach ein paar Stunden wirklich nicht mehr weiß, wo rechts und links ist. Wir werden sehen, wie das läuft. Ich sage schon mal einmal vorneweg, es wird eher was fürs Herz und weniger fürs Auge. Mhm. Und unter diesen Deckmantel hoffe ich, dass alles gut läuft. Cool. Liveball, weil du gerade angesprochen hast, es lag ja kurz die Vermutung in der Luft, dass du den Gary Kessler quasi ablösen wirst als Organisator. Ich glaube, das Thema ist ja jetzt auch vom Tisch. Ne? Also Das ist vom Tisch. Das ist, wie soll ich sagen? Ich sage jetzt, wenn Gary darauf warten möchte, bis ich eine Event-Management-Ausbildung habe, dann können wir nochmal darüber reden. Aber ich glaube, so ein Riesenprojekt und so einen Apparat einfach so mal salopp zu übernehmen, was sowieso noch ewig nicht der Fall sein wird, weil Gary den Ball sowieso noch machen wird, bis er 90 ist. Ich glaube, das zu übernehmen, ohne sich wirklich davor im Klaren zu sein, was es heißt und was es bedeutet, den Liveball zu organisieren, ich glaube, das wäre sehr dumm. Und deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, das in näherer Zukunft zu machen. ist ja auch eine ganz andere Baustelle, irgendwie ein Event zu organisieren. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist Garys Baby. Und ganz ehrlich, ich bin gerne dabei und ich unterstütze diesen Ball seit vielen, vielen Jahren. Aber es ist nicht mein Baby. Das ist ein Unterschied, ob man eine eigene Idee, eine eigene Vision mit sowas verfolgt und dann mit diesem Feuer in sich diese Veranstaltung oder das Ding durchzieht. Und wenn man das Feuer nicht hat, dann kann es nichts werden. Ja, das ist wahrscheinlich dann besser, man sagt lieber im richtigen Moment auch Nein, und bevor das dann irgendwie nur eine halbherzige Geschichte ist oder so. So ist es. Conchita, ich danke dir für die Einladung in diese heiligen Hallen. Diese langweiligen Hallen. Nein, ich war noch nie von so vielen, sagt man Amadeen? Amadeuses, ich weiß es nicht. Umgeben, uns von so vielen, ich meine, es ist ein Wahnsinn, was hier alles quasi eine schöne Zusammenfassung der letzten 3 Jahre, in denen wir uns nicht getroffen haben. Das ist wahr. Wahnsinn, ne? Ich hoffe, dass das so weitergeht. Wir werden sehen. Das ist lustig. Erinnert mich gerade an die Verabschiedung von 2014. Da habe ich zu dir gesagt, viel Glück für den Song Contest. Es könnte ein denkwürdiger Abend werden. Und du hast auch gesagt, wir werden sehen. Ja. Jetzt könnten wir uns für 2018, für das neue Album, vielleicht wird es ein denkwürdiges Album. Wir werden sehen. Wir werden sehen, und das war letztes Mal eine gute Basis dafür. Danke, dass wir das Gespräch führen durften, war sehr spannend wieder. Dankeschön, vielen Dank. Danke an die Zuseher fürs Zusehen zu Hause, Wortwiederholung. Ein schöner Hinweis von mir traditionell, abonniert unseren Kanal auf dem Roten Stuhl, den YouTube-Kanal kann man abonnieren, denn wir haben immer die coolen Gäste zu Gast. Danke fürs Zuschauen, macht's gut zu Hause. Ciao. Ciao.